Phelps, Bukowski, you have a new case. 2 women, possible drink drive. How is that a case? The broad says she was doped and that somebody tried to kill her. Where did this take place? That's the bit you're gonna love. Right across the street. What? A Chevy Styline took a nosedive off the escarpment, fetched up underneath a Cola King billboard. Up to it, boys. We got bad guys to catch. I don't care. I don't go in for letting gangsters off scot-free. Ja, damit willkommen zurück. Try not to work too hard. Ich arbeite nicht so hart. Willkommen zurück bei Noire. Nachdem ich gestern, ich hab's vergessen. Ich habe gar nicht daran gedacht, dass die Folgen hier ausgehen könnten. Das ist zum einen Tag nicht. Zu den wichtigen Dingen des Lebens. Ich hab mir für heute was überlegt, nämlich die sogenannte Puddingpause werde ich ab heute einführen. Ich habe irgendeinen Punkt denke. Und wenn mir das Spiel ab irgendeinem Punkt zu verstehen gibt, hey, Loni, lass es einfach. Dann werde ich ein Pudding essen. Ja, ich habe hier. You drive. I need to go over the case notes. Also ich habe hier einen Pudding neben mir stehen, wenn ich irgendwann denke, nee, sowas, nein, das Spiel kann nicht mal. Dann werde ich diesen Pudding essen. Und dann werde ich 1 Minute lang einfach zeigen, wie ich einen Pudding esse. Und das ist mir dann auch scheißegal, ne? Solange ich bitte endlich die Schnellreise nehmen könnte. Die Hand greift schon drüber, ne? Aber ich lasse mir damit Zeit. Ist nur, um zu viel Frustration vorzubeugen. Ich hatte heute schon genug keinen Spaß mit Videospielen. Stichwort Speedruns. So, was haben wir jetzt hier? Crime Scene. Her face looks familiar. Well, that's June Ballard. Tarzan's sister, beast of the Amazon. She's married to Guy McAfee. The captain is moving to Vegas now, but the two of them Ist der mit dem still have Virenprogramm? juice. Phelps, traffic. Detective Phelps. Hey, Bukowski. Long time no see. You could have called this in by megaphone, Enrique. Phelps, this is Enrique Gonzalez. Enrique was a pretty decent middleweight. What do we have, Gonzalez? Broad drives right through the empty lot and off the side of the escarpment. Her story is that a movie producer doped her and her friend and sent the car over the cliff. Was anyone hurt? Driver's beat up. Not too bad considering. If she hadn't hit that billboard, we'd be scraping both of them off the pavement. Passenger's at Jessica Hamilton. She's just a kid. She's pretty knocked around. Kid gonna be all right? I think so. They've taken her to central receiving. If you want to take a look around, stall the ambulance. Thanks. Do that. One more thing. Watch out for the driver. She cuts rough. Ja, ich kann auch hart rangehen, Freunde, ne? Also, wie spiele ich dieses Spiel? Wie rede ich mit Menschen? Mit Leertaste nur zum Test mal? Leertaste, ja. Kann ich hier runter? Ah, schade. Das wäre zu schön, wenn ich jetzt einfach runter könnte. Lame. Wollen wir mal reden. Mrs. McAfee, we would like to ask you a few questions. Kriege ich ihr Hirnprogramm kostenlos? I prefer to use my maiden name, June Ballard. You might be familiar with some of my work. Can you tell us? Sie ist Harry Potter. You're kind of Sie hat den Blitz auf ihrer Stirn. Maybe a bit on the serious side. What about me, June? I'm a big fan of I Potter. don't like. Keep out of this. Fuck. Ja, Drogen We kommen. understand that you're still suffering from the effects of the accident, Mrs. McAfee. The officer says that you claimed that you were drugged. Who did this to you? That rat slipped us a Mickey Finn. It's no wonder I feel so dopey. I can't remember. It's a serious offense to withhold information from the police during a criminal investigation, madam. I told you to call me June. You're making me feel like an old lady. And don't bother your handsome head about this. My husband will settle the score with Mark Bishop. Danke für den Namen. You mentioned a Mark Bishop. You think he might have had something to do with this? He's a movie producer. As for his involvement, you just leave it to me and my husband to worry about. Oh, das wird ja wohl nichts. It's not going to play that way, Mrs. McAfee. We'll take it from there.
Relax, Detective. You're not nearly as cute when you're mad. Wie war das denn falsch, bitte? Es gab überhaupt nichts zu entscheiden. Das war keine Aussage, die wahr oder falsch gebraucht hätte. Nur Schwachsinn. Kann ich hier runter? Ach, verarsch mich noch. Ich kann hier bestimmt runter. Wenn ich hier seitlich rangehe. Ach, Arsch. Nicht noch. Ich bin mit dem Auto. Kann ich hier überhaupt hin irgendwie? Weiß gar nicht. Was machst du hier so? How bad is it? Come on, you can tell me. Ich weiß gar nicht, was er will, aber gut. Ach, unser Fotograf. Das ist doch mein Lieblingstyp hier. Hallo. This ain't the red carpet, so get out of my lens. Komm ich hier? Ah, das ist der Weg runter. Das hätten wir mir auch mal früher sagen können. Als ob ich ein Hellseher bin, wenn es darum geht, zu wissen, wo ich lang muss. Das ist Schwachsinn. Hallo? You'll want to see this, Phelps. There, laid out on the trunk. And that isn't even the best part. Hallo? They've been torn off. Where did you find them? They were stuffed in the young lady's handbag. Wie komme ich hier raus? I'll run a Rechts. trace for semen when I get back to the lab. Was haben wir hier? Liebe Jessie, bitte komm nach Hause. Irgendwas mit ihrem Vater. Der liebt dich. Ich war auch mal 15. She's a long way from home. Also sie wollte irgendwas mit Film oder so. Keine Ahnung. Was haben wir hier? I'm at a loss. This is a big scene, Phelps. We need to get our bearings. Let's go see the coroner. Was haben wir hier? Ein Nummernschild, das war's auch schon irgendwie. Funny how that thing at the rail yard turned out, don't you think? Ja, sehr witzig. Nee, doch nicht. Ich kann mich an diesen Güterbahnhof-Fall... Ich kann mich gar nicht mehr an den Ausgang erinnern. War das der seinen Freund versteckt hat irgendwie oder so? Weiß gar nicht. Ah, das ist doch was. Looks like they're lucky they weren't more badly injured. Must have been unconscious. Being relaxed tends to lessen the soft tissue damage. Okay. Ich wollte eigentlich an der Tür schon, weil ich dachte, wären irgendwelche Kratzer oder so. Aber nein. Ist hier sonst noch was? Habe ich bei dem Nummernschild was übersehen? Muss ich vielleicht genauer untersuchen? Geht irgendwie nicht. So, was machen wir jetzt? I'm stumped. Ideas? This is a big scene, Phelps. We need to get our Wir bearings. müssen uns orientieren. Was soll mal das Let's jetzt go see the heißen? coroner. Also gibt's hier oben quasi noch was? Ach, der fährt den Weg von selbst. Ich drücke gerade nur W, aber... Oh, das ist interessant. Was haben wir hier sonst noch? Hier wurde irgendwie runtergestoßen. Oder runtergefahren. Hurry it up, pal. What if someone gets hit by a bus while Ja, der hat Pech gehabt. Wir mitteln hier in einem Mordfall. Sie, Wichser. Ja, ich verstehe nicht ganz, was wir jetzt noch machen sollen. Ist alles ganz nett hier, aber wir können irgendwo anders hin. You can drive. Das ist toll. Where are we headed? Also irgendwas ist hier noch. Ist bei Ihnen noch was? Ah, genau. What can you tell us about the passenger in your car? Jessica Hamilton. Poor Jessica.
It's been a rough day for her. Ja, Harry. She's desperate to break into movies. What more can I say? And she's your protege? You could say that. Yeah, that's a nice way to put it. Wie war das? Falsch. This is a big scene, folks. We need to get our bearings. Let's go see the coroner. Was für ein Corner? Was für eine Ecke? Was will er überhaupt? Was? Hier ist eine Ecke. Willst du das? Was für eine scheiß Ecke willst du? Soll ich nochmal runtergehen? Dieses Spiel will mich trollen. Man stellt mir permanent mal Rennen ein. Muss ich nur W drücken. Das spart immer ein bisschen Tastendrückerei. Was haben wir hier noch? Drunk driver? Maybe not. Jetzt! How so? Well, the head I found without a body piqued my interest. See what you think. Alas, poor Yorick. I knew him, Horatio. Is it real? No. I think it's supposed to be a replica of an Indian shrunken head. It's some kind of curio or movie prop. See the casting marks? Was für Abdrücke? Was? What's it made from? Plaster of Paris would be my first guess, then painted. So we can rule out the murder angle? No, you can rule that in. That thing was wedging the accelerator to the floor. Whoever did it wanted these women dead. Oh. We should speak to Ballard again. She might not be telling us the whole story. Dann gehen wir noch zu Ballard. Oder McAfee oder was auch immer. Was war das? Das war ein interessanter Instant-Turn. Was wir auch gemacht haben. Lady! Wenn sie mir nicht die Wahrheit sagen, muss ich sie leider ficken. We found a shrunken head. It was used to tamper with your car. You see, I normally don't drive off cliffs. Ach, wirklich? The last thing I remember is getting behind the wheel. It's obviously some kind of movie prop. You must know where it came from. In case you hadn't noticed, I am the talent. And the talent doesn't deal with props or sets or any of that kind of stuff. Why don't you ask Mark Bishop which prop house he uses? Mrs. McCaffrey, Easy. I think it would be in everyone's best interest if you accompanied Patrolman Gonzalez back to the receiving hospital. I'm going to be okay. These guys can take me home after my lawyer and I have talked to the news hounds. Mrs. McCaffrey, you are still under the influence of narcotics, and you're likely to go into shock once the drugs wear off. And I thought you were a heel. It's nice of you to be concerned. I think we're good here. Let's go see what we can shake out of the kid. Mädchen, ja. Ja, kann man gerne mal fragen. Ganz ehrlich, die Schlampe da oben lutscht meinen harten Schwanz und führt und macht dabei einen muselmanischen Paarungstanz. Ich weiß es auch nicht. Nee, ich wollte sagen und vollführt. Ich glaube, so ging die Line. Harten Schwanz und vollführt nebenbei einen muselmanischen Paarungstanz. Ich glaube, das war's. Ja, wenn er sich nicht an Lines erinnern kann, ist es irgendwie scheiße. So, Viertelstunde und erster Tatort fertig. Wahnsinnig schlecht. Hospital? Hallöchen. Ich weiß nicht, wie sie hieß. Haben wir überhaupt einen Namen bekommen? Jessica oder so? Hello, Detective Phelps. Easy. Here to interview a Jessica Hamilton. Jessica Hamilton. Oh, yes. She's in the room, right behind you, Detective. Thanks a lot. You can't hold me here. Miss. No. Feeling better since this morning, Jessica? By a doctor. I need my lawyer.
My head still feels Where is the swimming. telephone? Do you know who I am? Like, chill. Was haben wir hier? Head trauma. And soft tissue damage sustained in accident. Trace of chloral hydrate. Ich weiß nicht, was chloral hydrate genau ist. Im einigen Betäubungsmittel. Abuse, okay. Chloralhydrat, ja. Wahnsinn. Beweis für Missbrauch, interessant. You're making me uncomfortable. Just standing around here looking at me and Ich not habe saying anything. Hello, Jessica. deine Akte gelesen. My name is Cole Phelps. I'm a policeman. I'd like to talk to you about your accident, if that's okay. Okay. Can you tell me what you remember about the crash? It's all kind of fuzzy. I remember waking up here. Nothing happened yesterday. Nein? Tell the truth, Jessica. Why the big cover-up? I'm not lying to you. Ups, das ist ja dumm gelaufen. We found your underwear Bitch. in your handbag, Jessica. You need to tell us what happened. The doctor told me what happened. I didn't want that. I just wanted to be a star, to be in movies. I told Junie what happened, and she told me to toughen up. That was the price of stardom. Did she now, cold-hearted bitch? It's not Junie's fault. It's not my first time. I had a boyfriend back home, but my father found out about him. Even if you consented, Jessica, you're still underage. We need to get in touch with your parents, Jessica, to tell them what has happened. Oh, you don't need to worry them. They sent me along to stay with Aunt June. They trust her to take care of me. Jessica, if you don't want me to call your father, you better tell me what happened. Oh yeah. Please, please don't call Daddy. Why are you being so horrible to Ich me? muss es Have you seen what I've been rausfinden. through? Ich will einen Mörder finden. Also bitte. Warum war das überhaupt falsch? Sie hatte irgendwas zu verbergen. Habe ich einen Beweis gehabt dafür, dass sie lügt oder so? Ach ja klar, den Brief. Ich bin so doof. How did you meet Mr. Bishop? Junie is a big movie star. You probably know that. She's doing a new movie. Fuck. What do you know about Bishop? He makes movies. I had to do a screen test. That's when you say some lines in front of a camera with the lights turned on you. Wie war das? I know what happened to Jessica. Where exactly did it take place? Please, it's scary. It's really difficult to think of anything. Someone tried to kill you, Jessica. Do you get it? Forget about being in movies. It's time to act like a grown-up. I had to wear a robe and lay down on a stone. There were lights, a camera. It's not my fault. I'm not a bad girl. Why are you trying to hurt me? Ach komm, ihr könnt mich alle am Arsch lecken. Blödes Scheißspiel. Puddingpause. Are you crazy? I can't go home. I want to be a star. Nein. Nein. Definitiv. Nein. Sieht aus, als wäre die Folge gleich vorbei, von daher. Ich werde den Rest der Folge jetzt diesen Pudding essen. Ist mir scheißegal. Das ist auf eine von 4. Ich habe immer einen richtigen Riecher gehabt. Ich schwöre. Wahrscheinlich nur zwischen Anzweifeln und Lügen, nicht. What are we waiting for? Letztes Mal. Hört auf, dass mein Pudding aufgegessen ist. Schoko-Vanille mit Sahne. Und bei euch so? Läuft der Pudding?
Wake up, Cole. Ich bin da. Lieber Bukowski. So. Das war's. Mit dieser Folge von diesem blöden Scheißspiel. Bis zum nächsten Mal.